Hi, in diesem Video vergleiche ich 3 der derzeit besten Schreibtischlaufbänder miteinander. Ich habe alle Walking Pads ausgiebig getestet und du erfährst ganz genau, welches Modell für dich geeignet ist. Am Ende bekommst du von mir eine Vergleichstabelle, auf der du die Eigenschaften und technischen Details vergleichen kannst. Alle vorgestellten Modelle findest du in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar unter dem Video verlinkt. Bevor wir mit den Modellen starten, möchte ich auf einige wichtige Informationen eingehen, die vor dem Kauf entscheidend sein können. Falls du diesen Teil überspringen möchtest, nutze gerne die Zeitstempel im Video. Walking Pads sind eine innovative Lösung für alle, die mehr Bewegung in ihren Alltag integrieren möchten, ohne dafür extra Zeit einplanen zu müssen. Sie sind kompakt, leise und lassen sich einfach unter einem Stehschreibtisch oder in einer Ecke verstauen. Die Vorteile von einem Walking Pad am Schreibtisch liegen auf der Hand. Du kannst mehr Bewegung in deinen Alltag bringen und dadurch deine Fitness steigern. Es verbessert nachweislich die Konzentration, erhöht dein Energieniveau und hilft beim Abbau von Stress. Was du noch wissen musst: Walking Pads ohne Griff sind aus Sicherheitsgründen auf maximal 6 km/h limitiert. Es gibt keine Lösung für einen Notstopp und höhere Geschwindigkeiten sind nur mit Sicherung erlaubt. Wenn du, wie ich, gerne auch mal schneller laufen möchtest, habe ich auch 3 der hochwertigsten klappbaren Walking Pads bis 12 km/h getestet. Dir sollte deshalb bewusst sein, dass die normalen Walking Pads nicht für intensive Lauftrainings geeignet sind. Bei den meisten Modellen solltest du die Lauffläche vor der ersten Nutzung von unten ölen und dann regelmäßig je nach Nutzungsintensität. Dadurch erhöhst du die Langlebigkeit und reduzierst die Lautstärke der Reibungsgeräusche. Achte hier auf die Vorgaben des Herstellers. Bei Modellen mit bürstenlosem Motor kann eine Ölung unnötig sein und sogar zu Schäden führen. Einige wichtige Punkte, die du beim Kauf beachten solltest. Die Größe und das Gewicht. Achte auf die Abmessungen im ausgeklappten und zusammengeklappten Zustand, um sicherzustellen, dass das Walking Pad in deinen vorgesehenen Raum passt. Achte darauf, dass das Walking Pad gerade steht und gleiche Unebenheiten mit den verstellbaren Füßen aus, wenn möglich. Maximale Belastbarkeit. Überprüfe, ob das Walking Pad für dein Körpergewicht geeignet ist. Der Geräuschpegel. Da viele das Walking Pad während der Arbeit nutzen, ist ein niedriger Geräuschpegel wichtig. Bodenschutzmatten können deinen Boden vor Schäden schützen und Aufprallgeräusche sowie Vibrationen dämpfen. App-Kompatibilität. Eine gute App kann die Nutzung erleichtern und zusätzliche Funktionen bieten. Bei den Walking Pads wird die KS Fit App verwendet, die bei mir bisher zuverlässig funktioniert hat. Lass uns jetzt mit dem Vergleich starten. Hier lernst du die Walking Pads erstmal kennen und die Reihenfolge stellt kein Ranking dar. Nummer 1 ist das Walking Pad A1 Pro. Das A1 Pro ist das hochwertigste klappbare Schreibtischlaufband aus der Walking Pad Serie. Es kann bis zu einem Körpergewicht von 136 Kilogramm genutzt werden, was es besonders für schwerere Personen interessant macht. Die Lauffläche ist mit 120 x 41,5 cm großzügig bemessen und bietet genug Platz zum bequemen Gehen. Die Geschwindigkeit lässt sich zwischen 0,5 und 6 km/h einstellen, was für leichtes Joggen ausreicht. Ein besonderes Feature ist der Automatikmodus, der die Geschwindigkeit je nach Position auf dem Laufband anpasst. Allerdings empfehle ich persönlich die manuelle Steuerung für mehr Kontrolle und Sicherheit. Das LED-Display zeigt wichtige Trainingsdaten an. Es lässt sich bequem über die Fernbedienung und über die KS Fit App steuern und die Daten können an Gesundheits-Apps wie Apple Health übertragen werden. Ein Nachteil ist der integrierte Lüfter, der nach einigen Minuten anspringt und einen störenden Ton erzeugt. Dies kann die Nutzung während der Arbeit beeinträchtigen, wenn man keine Kopfhörer trägt. Insgesamt ist das A1 Pro sehr stabil und läuft zuverlässig. Ich empfehle es für Personen zwischen 100 und 136 Kilo in Kombination mit Kopfhörern beim Arbeiten. Nummer 2 ist das Walking Pad Z1. Das Z1 ist das neueste Modell in der Serie und für ein Körpergewicht von bis zu 110 Kilogramm ausgelegt. Es hat eine Lauffläche von 121 x 40 cm und kann in einer Geschwindigkeitsspanne von 1 bis 6 km/h eingestellt werden. Ein großer Vorteil des Z1 ist sein bürstenloser Motor. Dieser arbeitet nicht nur leiser, sondern ist auch effizienter und wartungsärmer als herkömmliche Motoren. Zudem hat das Z1 keinen störenden Lüfter, was es besonders attraktiv für die Nutzung am Arbeitsplatz macht. Das moderne Design mit einem schönen Display passt gut in jede Wohnung. Die Steuerung über die Fernbedienung und App funktionieren einwandfrei und zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie die Kindersicherung und der automatische Stopp bei Nichtbenutzung sind praktische Features. Diese Funktionen lassen sich in der App einstellen. Es ist leichter als die beiden Mitstreiter und lässt sich dadurch einfacher transportieren und verstauen. Es ist dadurch für Personen mit etwas weniger Kraft sehr gut geeignet. Ein kleiner Nachteil ist, dass der Laufgurt im zusammengeklappten Zustand frei liegt, was ihn anfälliger für Schäden beim Transport machen könnte.
Außerdem gibt es keine einstellbaren Füße, weswegen du hier unbedingt eine ebene Fläche am Schreibtisch benötigst. Unebenheiten können hier nicht ausgeglichen werden. Insgesamt ist es für mich das perfekte Schreibtischlaufband zum Gehen bis 5 km/h für Personen unter 100 Kilo. Durch die hohen Füße liegt es etwas weiter weg vom Boden, wodurch Vibrationen und Aufprallgeräusche gut gedämmt werden und eine Matte überflüssig machen. Dadurch, dass es keinen Lüfter für den Motor verbaut hat, soll allerdings jede Stunde eine 20-minütige Pause zum Abkühlen eingelegt werden. Das ist in meinen Augen aber ein gutes Tauschgeschäft. Nummer 3 ist das Walking Pad P1. Das P1 ist ein solides Mittelklasse-Modell, das für ein Körpergewicht von bis zu 100 Kilogramm ausgelegt ist. Die Lauffläche ist mit 120 x 40,5 cm genauso groß wie beim A1 Pro und auch hier erreicht man Geschwindigkeiten von 0,5 bis 6 km/h. Es hat ein einfaches, schlankes Design ohne Display, was es besonders unauffällig macht. Die Steuerung erfolgt komplett über die Fernbedienung oder die App. Das Display ist in dem Fall in der Fernbedienung integriert und ist ein Vorteil für die Nutzung am Schreibtisch, weil die Sicht auf das Laufband durch die Tischplatte abgeschnitten ist. So hast du auch deine Trainingsdaten direkt auf dem Schreibtisch, wenn du mal nicht die App benutzt. Wie das A1 Pro verfügt auch das P1 über einen Automatikmodus zur Geschwindigkeitsanpassung, die ich aber auch hier nicht empfehle. Insgesamt habe ich das P1 jetzt schon etwa ein Jahr und es war mir in der Zeit sehr treu. Es hat einen leiseren Lüfter als beim A1 Pro und ich kann super darauf bei 6 km/h langsam joggen, da es sehr stabil ist. Welches Walking Pad solltest du also kaufen? Jedes dieser Walking Pads hat seine Stärken und eignet sich für unterschiedliche Nutzer. Meine folgenden Empfehlungen basieren alle auf meinen persönlichen Erfahrungen mit den Schreibtischlaufbändern und ich gehe mit dir Schritt für Schritt die entscheidenden Punkte durch, die dir bei der Entscheidung helfen sollen. Außerdem kann ich dir einen 160 € Rabatt auf Einzelbestellungen beim Walking Pad Shop anbieten, der automatisch aktiviert wird, wenn du den passenden Links in der Videobeschreibung folgst und das Produkt in den Warenkorb legst. Los geht's! Am belastbarsten und wahrgenommen am stabilsten ist das A1 Pro. Falls du in die Gewichtsklasse zwischen 100 und 136 Kilogramm fällst, ist dieses Walking Pad interessant für dich. Das Z1 ist zwar bis 110 Kilo ausgeschrieben, aber es wirkt für mich nicht so stabil, da es durch die Standfüße höher liegt als das A1 Pro und das P1. Deshalb würde ich hier eher den Herstellerangaben etwas trotzen und das Z1 auch nur bis 100 Kilogramm empfehlen. Wenn du unter 100 Kilogramm wiegst, ist das A1 Pro unnötig, da es teurer als das Z1 und das P1 ist. Der Faktor Körpergewicht ist meiner Meinung nach der einzige Grund für den Kauf des A1 Pro. Daher stellt sich jetzt nur noch die Frage, ob Personen unter 100 Kilogramm das Z1 oder das P1 kaufen sollen. Auch dazu habe ich eine klare Meinung. Das Eigengewicht spielt eine Rolle beim Anheben und Transportieren durch die Zimmer. Personen, die körperlich nicht so stark sind, profitieren hier von dem leichteren Gewicht des Walking Pad Z1. Die 5 Kilo Differenz machen definitiv einen Unterschied. Durch das geringere Gewicht wirkt das Z1, wie gerade schon erwähnt, nicht so stabil wie das P1. Ich würde beim Z1 die Maximalgeschwindigkeit ignorieren und es nur bis 5 km/h verwenden. In dem Bereich hat es seine größte Stärke. Das P1 liegt flacher auf dem Boden, wodurch es stabiler ist und darauf kannst du ohne Bedenken auch auf maximaler Geschwindigkeit bei 6 km/h joggen. Das Z1 hat im Gegensatz zum P1 und A1 Pro einen innovativen bürstenlosen Motor, der effizienter arbeitet und weniger Strom für die gleiche Leistungsausgabe benötigt. Das wiederum kommt auch deiner Stromrechnung zugute. Alle 3 Laufbänder erreichen die eingestellten Geschwindigkeiten stufenlos und dadurch ohne unangenehme Ruckler. Die Lautstärke ist ein wichtiges Thema. Das A1 Pro ist, wie eben erwähnt, unangenehm laut, sobald der Lüfter angeht, was vermutlich notwendig ist, damit der Motor ordentlich gekühlt wird. Das P1 hat bei mir einen leiseren Lüfter, wobei ich auch schon in den Kommentaren gelesen habe, dass das aktuelle Modell auch einen lauteren Lüfter hat. Deshalb kann ich dir nicht versprechen, dass das P1 mit Lüfter unbedingt leiser ist als das A1 Pro. Am angenehmsten ist definitiv das Z1, das überhaupt keinen Lüfter hat, dafür aber nach einer Stunde eine 20-minütige Pause braucht, um abzukühlen. Das ist in meinen Augen aber ein guter Kompromiss. Die Maße beim A1 Pro und P1 sind baugleich und die Laufflächen sind größer als beim Z1. Die etwas schmalere Lauffläche des Z1 ist auch ein weiterer Grund, warum es auf maximaler Geschwindigkeit unangenehmer ist als das P1 und das A1 Pro. Beim Gehen reicht es aber vollkommen aus. Klappbar sind sie alle und das Z1 hat als einziges Laufband vorne Hartgummi, wodurch es aufrecht gelagert werden kann. Laut dem Support können sie zwar wohl auch alle aufrecht gelagert werden, wenn dafür gesorgt wird, dass es nicht umkippen kann.
Da das A1 Pro und das P1 aber keinen Schutz vorne haben, würde ich eher einen liegenden Platz für sie einplanen. Geklappt sind die beiden etwas dünner als das Z1. Alle drei Modelle lassen sich mit der mitgelieferten Fernbedienung und per App steuern. Per Fernbedienung lassen sich 0,5 km/h Schritte einstellen und per App gezieltere 0,1 km/h Schritte. Im Automatikmodus kannst du das Walking Pad beschleunigen, indem du weiter vorne auftrittst, und es verlangsamen, indem du dich zurückfallen lässt. Ich bin wie gesagt kein Fan davon, daher ignoriere ich es komplett. Das Z1 hat diese Funktion nicht. Während das A1 Pro und das Z1 ein Display vorne am Laufband integriert haben, hat das P1 es in kleinerer Form in der Fernbedienung. Letztlich haben alle drei Modelle schön große Transportrollen, was wichtig für das Verstauen ist. Noch einmal für dich zusammengefasst. Das A1 Pro ist ideal für schwerere Personen und bietet die robusteste Konstruktion. Der Lüfter ist störend und die Verwendung in Kombination mit Kopfhörern ist eine gute Idee. Das Z1 ist das modernste Modell mit dem leisesten Betrieb, was es besonders attraktiv für die Nutzung am Arbeitsplatz macht. Die Füße lassen sich leider nicht ausrichten. Das P1 ist eine solide und stabile Option für diejenigen, die ein einfaches, unauffälliges Design bevorzugen und Geld sparen wollen gegenüber dem A1 Pro. Letztendlich hängt die Wahl des besten Walking Pads von deinen individuellen Bedürfnissen und Präferenzen ab. Überlege, wo und wie du es hauptsächlich nutzen möchtest und entscheide dann, welches Modell am besten zu dir passt. Wenn grundsätzlich Abnehmen dein Ziel ist, sind Walking Pads eine super Ergänzung für den Alltag. Viele unterschätzen, wie viele Kalorien man beim Gehen am Schreibtisch verbrennen kann und wie schnell die Trainingszeit beim Arbeiten rumgeht. Wenn du bereits Erfahrung mit einem dieser Walking Pads oder dazu Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Falls ich dir eine hilfreiche Produktübersicht bieten konnte, freue ich mich über dein Feedback. Ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen und wünsche dir viel Spaß und vor allem Erfolg mit deinem neuen Walking Pad. Wenn du willst, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute.